Herzlich willkommen zu Tag 2 der 28-Tage-Challenge. Heute kümmern wir uns um die 3 Ps. Ich habe dieses Video schon einmal aufgenommen, oder ja, sagen wir so ein ähnliches. Da wollten wir eine Affiliate-Marketing-Nische finden. Das verlinke ich jetzt mal einmal hier über dem Video, aber es geht ganz genau um dasselbe. Nämlich egal, ob du einen Online-Kurs aufnimmst oder eben eine Nische findest, wo du dich jetzt selbstständig machen willst. Unterm Strich müssen wir immer herausfinden, worin unsere Leidenschaft liegt und womit wir halt auch Geld verdienen können. Nämlich nur, wenn alle 3 Ps zusammenkommen, nur dann funktioniert das auch. Und das zeige ich dir jetzt mal hier auf meinem Papier. Ich habe das jetzt hier einmal aufgemalt, und zwar Passion, Profit und Proficiency. Das sind 3 Kreise, und diese 3 Kreise, die überschneiden sich an einer Stelle. Die habe ich jetzt hier mal in Pink dargestellt, damit man das richtig gut sehen kann. Das soll nämlich bedeuten, dass nur wenn alle 3 Sachen zusammenkommen, es nur dann zu einem erfolgreichen Business und in dem Fall zu einem erfolgreichen Online-Kurs kommen kann. Sprechen wir einmal über die verschiedenen Kreise. Also der erste Kreis, das ist hier die Passion, also Leidenschaft. Und da stellt sich die Frage, was machst du richtig gerne? Und das wäre jetzt hier dein Brainstorming. Also schreib in diesen Kreis einfach alles rein, was du so richtig gerne machst. Das können ganz belanglose Dinge sein. Das ist egal, ob das jetzt Lesen ist, ob das Schreiben ist, ob das Sport machen ist, es ist wirklich völlig egal. Alles, was du gerne machst, gehört in diesen Kreis. Wir gucken später, wie wir daraus ein erfolgreiches Geschäft machen können, aber erst einmal schauen wir uns wirklich nur an, was ist deine Leidenschaft? Was machst du richtig gerne? Wo kann ich dich nachts wecken und mit dir drüber sprechen? Das alles kommt hier in den ersten Kreis. Der zweite Kreis ist Proficiency, heißt Wissen. Ja, also worüber weißt du richtig gut Bescheid? Wahrscheinlich geht es hier, welchen Beruf übst du aus? Weil das sollte ja nicht nur das sein, was du jeden Tag 8 Stunden machst, weil du es eben musst, damit du Geld verdienst, sondern auch etwas, was du gerne machst. Ja? Im Idealfall machst du das richtig gerne. Und ja, auch wenn dem nicht so ist, also egal, was das hier ist, was hier reingehört, auch das muss da rein, weil vielleicht können wir daraus deinen Online-Kurs basteln. Also vielleicht können wir eine Leidenschaft von dir mit deinem Wissen verknüpfen. Deswegen muss hier in den Kreis Proficiency muss alles rein, was du weißt, also was du in deinem Beruf vielleicht jeden Tag machst oder wo du Fähigkeiten erworben hast. Also ich habe in meinem ersten Studium eben Lehramt studiert, in meinem zweiten Studium habe ich Webdesign, Information Technology studiert. Also würde das beides hier reinkommen, ich sage das gerade auf Englisch, weil ich in Amerika studiert habe, deswegen würde das hier beides reinkommen. Und ich muss das irgendwie vereinen, damit sich aus meiner Leidenschaft ein erfolgreiches Geschäft mit dem ergibt, was ich denn auch weiß. Also gehört hier in diesem Kreis alles, was du richtig gut kannst, worüber du richtig gut Bescheid weißt. Ja, und der dritte Kreis, da geht es um Profit. Nämlich, schön ist die Leidenschaft, noch besser ist, wenn du darüber Bescheid weißt, aber das Ganze muss sich auch verkaufen lassen. Was nutzt das, wenn du darüber Bescheid weißt, wie man besonders gut den Garten fegt, aber dich keiner dafür bezahlen will? Obwohl, da hat man wahrscheinlich noch Chancen, dass einen dafür jemand bezahlt. Aber es gibt garantiert Beispiele von Dingen, die man vielleicht richtig gut kann, was man auch richtig gerne macht, aber nun ja, kein Mensch will einem dafür Geld geben. Und dann, das ist hier dieser Kreis, deswegen ist Profit richtig, richtig wichtig. Und dann siehst du habe ich hier noch zwischen den Kreisen etwas gemacht, nämlich zwischen Passion und Proficiency, also der Leidenschaft und dem Wissen. Wenn nur diese beiden Sachen vorherrschen, dann ist es ein Hobby. Also wenn ich etwas richtig gerne mache und es auch richtig gut kann, dann ist es ein Hobby. Wenn ich dagegen etwas richtig gut weiß, also richtig gut kann und damit Geld verdienen kann, das ist schon mal gut, Aber dann passiert meistens das, was im Beruf passiert. Das ist Langeweile, Man macht das, weil man es machen muss und nicht mehr, weil man es gern macht. Naja, dafür ist das Leben eigentlich zu kurz, Also auch Langeweile, da kommt man nicht mit klar, Und zwischen Passion und Profit, da gibt es auch einen Punkt, und das ist der Misserfolg. Was nutzt es dir, wenn du etwas richtig gerne machst und dafür auch bezahlt wirst, aber
dein Wissen darüber nicht wirklich fundiert ist. Ne? Also wenn man nicht wirklich über eine Sache Bescheid weiß, ich sage mal gerne, wenn man im Lehrbuch nur eine Seite weiter ist als seine Schüler, ja, dann wird das leider auch nichts. Also man muss schon ein bisschen mehr als nur im Groben über etwas Bescheid wissen. Ne? Auch wenn man das sehr gerne macht, aber man muss schon ein bisschen mehr Wissen haben, um das Ganze auch rüberbringen zu können. Gerade in einem Online-Kurs. Ne? Also Video, wenn ich Video aufnehme, verzeiht das keine Fehler. Also ich muss schon mit meiner Sache sicher sein, ich muss schon wissen, worüber ich rede. Nur dann, ja, kommt es zu einem erfolgreichen Online-Kurs. Ne? Nämlich, wenn mein Dozent selber nicht weiß, worüber er redet, ja, wie soll ich ihm denn dann Glauben schenken? Also das muss schon irgendwie sein. Ja, das waren diese 3 Ps. Also es gibt Sachen, die müssen einfach, die gehören dazu. Ne? Also Passion, Proficiency und Profit. Alle 3 Komponenten müssen da sein, damit du wirklich damit ja, dein Geld verdienen kannst, beziehungsweise in dem Fall erst einmal einen vernünftigen Online-Kurs erstellen kannst. Wie kriegen wir das denn jetzt? Also am besten machst du eine Art Brainstorming. Also du schreibst in jeden Kreis erst einmal rein, was machst du leidenschaftlich gerne, was weißt du richtig gut und womit kannst du Geld verdienen. Also wofür würdest du schon mal bezahlt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also alles, wofür man dich schon mal bezahlt hat, gehört in den Kreis Profit. Und dann schauen wir in diesem ja, pinkfarbenen Dreieck hier, mehr oder weniger Dreieck, was da zusammenkommt, was wirklich ja, das ist, woraus du deinen ersten erfolgreichen Online-Kurs basteln kannst. Bitte überspring diesen Teil auf gar keinen Fall. Ja, warum ich das so eindrücklich sage, es ist unglaublich wichtig. Ne? Du musst erst einmal wissen, was du gerne machst, was du kannst und womit du dein Geld verdienen kannst. Wenn du das alles nicht weißt, ja, dann kann es kein profitabler Online-Kurs werden. Deswegen bitte setz dich einmal hin, es dauert eine Viertelstunde vielleicht, ne? Und mach dein Brainstorming und schau dir an, was deine 3 Ps sind und vor allen Dingen, wo diese ganzen Ps sich überschneiden. Ne? Und dann machen wir weiter mit unserem Online-Kurs.